Und da sind wir ja auch gleich da, ne? Hat jetzt halt doch schon irgendwie 5 Minuten gedauert. Was haben wir denn da? Einen Behälter. Someone's stash. Jeremias Lagerbehälter. Ja, erstmal das Öl fladern, würde ich sagen. Und dann muss ich dringend müssen wir schon wieder eine Inventarsession machen. So leid's mir tut. Kommt direkt eine Cutscene. Yo. Oh mein Gott. Shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. Der alte Pelzjäger. Jetzt können wir ein bisschen mit dem quatschen. Das habe ich ja immer sehr gern. Über den Bär, über die Umgebung, über den Damm. Ich würde sagen, ich frage erstmal wieder das weniger Wichtige, ne? Das ist ja, wird natürlich, ne, das ist blau, da geht's weiter. The Was ist mit dam dem was pretty Damm? busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Waldflüsterer. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree.
Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Ja. Aber wenn die aktiv sind die vielleicht nicht glücklich darüber, wenn wir ihr Zeug looten. Aber, ja. Umgebung. Was gibt's denn da? Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah, I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Ja, der Bär wahrscheinlich, hm? What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, well, I'm sure it will be. For one of us. Brau. Wahrscheinlich fragt er jetzt wegen Astrid. The main reason I'm out here is Ja. I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Merkwürdig? What do you mean the wildlife's acting strange? So. You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Aha. Gut, vielleicht war das gerade ein Hinweis darauf, dass wir die Wölfe nicht mehr mit der Fackel abschrecken können. Ja, und was ist mit der Idee?
You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay, warum auch immer wir jetzt erstmal den Bären da killen müssen. Verstehe ich nicht so ganz, aber ja, ich bin bereit. Schießen wir nieder. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. Special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it?
The story of the demon bear and the spear stealing its soul? What? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Die beste Verteidigung. Ja, geil. Also er chillt jetzt hier, während ich da draußen meinen Arsch riskieren muss. Um den Bären abzuschlachten. Mal so ausgedrückt. Und ja, die Cutscene hier im Feuer, die war ganz cool irgendwie. Hat mir gefallen. This'll come in handy. Und so, die Laterne hier. Okay, ich habe ja gesagt, ich muss jetzt leider erstmal wieder ein bisschen Inventarpflege machen. Vor allem müssen wir halt unsere Sachen hier reparieren. Boah, die sieht aus, die Hose, ne? So, 97%, das ist in Ordnung. Kenzis Hose sieht auch noch gut aus. Ich hoffe, das Ding hier kann ich noch reparieren. Nee, kann ich nicht. Toll. Aber wir hatten noch so eins. Das war, glaube ich, drüben in der Hütte, ne? So, und zu guter Letzt die Mütze noch. Ich meine, das Ding war ja jetzt nicht unbedingt so wichtig. Gefühlt 34 Grad, ja. Ein bisschen warm. Am allerwichtigsten ist halt hier die Skimaske, ne? Weil die hat halt hier gefühlt den meisten Impact gehabt. Und ja, die Wollmütze natürlich auch, ne? Die müssen wir auch wieder auf Vordermann bringen. Ja, gut, dass das jetzt scheitert. Die müsste auch direkt wieder bei 100% sein. Naja, nicht ganz. Aber die 14%, die sollen jetzt uns auch nicht stören. Wie sieht's aus? ...36 Grad. Ist okay. Gut. Gescheitert. Aha. Ja, gut, dass das so oben steht. Jetzt gehen wir mal her. Ich hau jetzt mal die Kohle weg. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie noch Feuer brauchen. Dann tue ich das hier mal umlagern. Eine Notfallspritze packe ich mal weg.
Schmerzmittel packe ich auch weg. Das lasse ich dabei, falls wir nochmal vom Wolf genatzt werden, ist das ganz nice. So, der Kollege hier ist wieder am Jammern. So, den ganzen Kaffee tue ich mal umlagern. Wasser. Ich mal alles. Und dann sage ich, ich mache mal 1,5 Liter umlagern. So. Jetzt hat hier die ganzen Tools auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt halt mal gucken. Hier die ganzen Nähsets auf jeden Fall weg. Ich glaube, vielleicht würde ich eins dabei lassen. Wetzstein, die können wir auf jeden Fall ablegen. Und dann die ganzen Magnesiumfackeln. Da würde ich jetzt mal eine behalten. Oh Gott sei Dank. Ich habe gerade rübergeguckt auf OBS und dachte, ich bin noch gemutet wegen der Cutscene. Aber, nee, da hätten wir ja mich jetzt die ganze Zeit nicht reden hören. Lampenöl. Das packe ich dann wieder in die Lampe. Haken, Schnur, da können wir uns nochmal Angelzeug craften. Das hat sowieso kein Gewicht, das würde ich einfach behalten. Den Metallschrott würde ich auf jeden Fall umlagern. Und dann sind wir jetzt auch schon mal unter den 30 Kilo. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben 64 Hagebuttenstoff. Was sagt denn die Quest jetzt hier eigentlich? Wo muss man da hin? Oh, wir müssen die Region wechseln. Krass. Okay, alles klar. Person, Jeremia, der Pelzjäger. Mit dem Hops war dann auch nichts mehr, ne? Weil ich mir noch so gedacht habe, so hoffentlich war das keine Fehlentscheidung, den am Leben zu lassen. Nicht, dass das dann irgendwie noch storyrelevant wird, aber irgendwie, ja, war dann nichts mehr. Ducken. Ja, kennen wir doch, Ducken. Das ist jetzt keine neue Mechanik. Und hier haben wir lauter Sachen, die wir... Hä? Ah, aus irgendeinem Grund gehen die nicht weg. Das sind die Sachen, die wir neu haben. Und da gehen die Dinger nicht weg, ja gut. Ich find's wirklich krass, also das muss ich jetzt gerade mal anmerken. Also wirklich in jedem Spiel. Es muss ein Naturgesetz sein, wo man diese Meldungen hat. Na, so eine Markierung, ja, hier ist ein Gegenstand, den hast du noch nicht angeguckt. Dass du dann draufklickst, um den anzugucken und dann geht einfach die Markierung nicht weg, dass du den noch nicht angeguckt hast. In jedem Spiel, wo es diese Markierungen gibt, sind die verbuggt, dass die nicht weggehen. Warum? Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das ist... Oder muss ich jetzt hier untersuchen drücken? Nö, geht nicht weg. Ja gut, dann... Scheißegal. Interessiert nicht. Lackporling-Tee, Bartflechtenverband, Hagebuttentee. 3 Stück. Hagebutten. Können wir nur 2 machen, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Lackporling können wir auf jeden Fall machen und Bartflechtenverband muss ich auch noch sammeln. Ja gut. Angelzeug. Ja, kann ich mal kurz herstellen. Der Tag ist eh schon rum. Ich werde da jetzt nicht mehr losgehen. Ich weiß gar nicht. Ja, 2 Stunden 20.
Ich müsste eigentlich schon noch ein bisschen machen, ne? So, ich klicke hier gerade wieder deppert rum. Das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht smart. Ich weiß ja nicht, ob ich das ganze Essen mit rumschleppen soll. Ich meine, eigentlich brauchen wir es nicht. Andererseits denke ich mir, ja, falls wir halt doch mal längere Zeit nicht hierher kommen. Ich hätte es eigentlich in dem Büro einlagern müssen, ne? Das wäre, glaube ich, schlau gewesen. Ich glaube, das mache ich auch, weil da kommt man doch öfters mal vorbei, weil das ein bisschen zentraler gelegen ist. So, mit dem Kollegen hier können wir nichts mehr machen. Werkbank. So, irgendwas, was ich machen muss. 3 Kilo. Ich würde gerne auch ein bisschen Gewicht verlieren. Die Lampe kann ich mal wieder auffüllen. So. Weil Fackeln craften bringt, glaube ich, nichts. Fackeln craften ist ein bisschen für den Arsch. Die Magnesiumfackeln muss ich ausprobieren. Dann die Leuchtpistole würde ich halt ausprobieren, ob die gegen die Wölfe hilft. Das Beil sind 1,5 Kilo. Das könnten wir eigentlich auch da lassen, oder? Brecheisen ist ganz nützlich. Dosenöffner ist eigentlich auch ganz nützlich unterwegs. Das ist unser Messerersatz immer noch. Taugt als improvisiertes Messer. Dass wir immer noch kein Messer gefunden haben, ist eine Schweinerei. Der ist ja Pelzjäger, aber hat kein scheiß Messer rumliegen. Weil die Axt bräuchten wir ja nur für Holz. Zum Zerlegen. Muss man irgendwie zwangsweise irgendwas zerlegen? Ich glaube nicht. Würde ich den Stoff noch ablegen. So, und ich glaube, wenn wir jetzt schlafen, dann kriegen wir auch den Ding. Können wir hier überhaupt schlafen? Nur mit dem Schlafsack, ne? Weil das ist das einzige Bett hier. Beste Verteidigung. Ja, der Tag ist zu Ende. Auf der Pirsch bringt Mackenzie so nach Astrid in Gefahr. Eine alte Nomadenlegende könnte jedoch die Lösung für das Raubtierproblem bieten. Aha. Überlebenstraining. Fange einen Fisch an einem Angelloch zu finden in Eisfischerhütten. 0 von 5,0 Kilo. Aha. So, die scheiß Kaninchenfalle hat immer noch nicht ausgelöst. Ich glaube, da muss man auch in der Nähe sein. Keine Ahnung, mal schauen, dass ich da vielleicht offscreen irgendwie rumgammel. Ja, I don't know. Ansonsten lasse ich es einfach wieder. Ist drauf geschissen. Nein, wir haben beim letzten Mal nichts bekommen und wahrscheinlich kriegen wir diesmal auch wieder nichts. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, laber ich mal jetzt hier nicht viel rum, ne? Ist da wieder mal nicht so interessant, was hier passiert. Dann müssen wir hier pixelgenau den Schlafsack platzieren. Dann trinken. Ich glaube, da darf ich mir dann nochmal Wasser einpacken, bevor ich losgehe. Wir sind zwar nicht erschöpft, aber ja, wir müssen halt die Nacht überspringen. So, nochmal trinken.
ein paar schöne Sachen essen. Und hier hauen wir uns wieder die Kondensmilch rein. Oh, jetzt habe ich gerade getrunken, ne? Das ist jetzt blöd. Weißt du was, dann penne ich nochmal. Ich meine, Essen ist ja noch halb voll. Wenn ja jetzt nicht im Schlaf verhungern. Oh, und es ist noch richtig lang bis zum Tag. Ich glaube, da können wir nochmal 5 Stunden schlafen. Aber hier an Zeit verpennen, ey, krass. Okay, jetzt ist Tag, dann heben wir das Ganze auf. Dann geben wir Inventar. Und dann schrauben wir uns mal hier die Kondensmilch rein. Im Hintergrund schon wieder das Markengrummeln, ja. So, hauen wir uns fett die Kalorien rein. Und wir haben immer noch nicht den Satt-Effekt. Wir haben immer noch nicht lang genug gegessen. Bin aber jetzt auf 26. Ja, ist okay. Ah, guck mal, hier ist auch hängt auch die Karte. Interessant.